Servus und hallo alle zusammen. Heute werde ich euch zeigen, wie man den Zhongsheng Motor zerlegt, also der ZS 190. Das ist der 190 Kubik Motor, 5-Gänge-Getriebe. Wir werden den Motor zerlegen, weil mir die Getriebewelle gerissen ist, beziehungsweise die Welle, die den Kickstarter mit der Kurbelwelle verbindet. Das ist noch im alten Motor eine 15er Welle gewesen. Wir werden die auch in diesem Video gleichzeitig upgraden auf eine 16 mm Welle. Für alle, die jetzt Teile brauchen oder wissen müssen, wo was genau zu finden ist, ich werde in der Videobeschreibung alles verlinken, was man braucht, um den Motor zu revidieren. Ja, ich zeige euch am besten auch einfach gleich mal, was das Problem ist. Und zwar haben wir hier am Zahn eine Welle und die ist gerissen. Man sieht auch schon hier, dass es am Gehäuse geschliffen hat. Ja, diese Welle werden wir zerlegen. Die verbindet eigentlich den Kickstarter mit der Kurbelwelle, die hier dahinter liegt, also hinter der Kupplung. Ja, davor müssen wir aber noch den Ventilkopfdeckel abbauen. Wir müssen die Stellung des Zündzeitpunktes herausfinden. Und ja, Grund, warum das Gehäuse schon zerlegt ist, ist ganz simpel, war nicht, um euch jetzt hier etwas vorwegzunehmen. Geht einfach nur darum, ich musste herausfinden, was der Schaden genau ist und damit ich die Teile bestellen kann, schon im Vorhinein. Ja, das war's. Wir schauen uns jetzt gleich an, wie das funktioniert. Motor ausbauen werde ich euch nicht zeigen, das glaube ich sollte jeder selber hinkriegen und falls er das nicht hinkriegt, dann glaube ich, wäre es auch besser, man wird es sein lassen. Ja, starten wir mit dem Video. So, logischerweise, das allererste, was ihr machen müsst oder sollt, wäre halt das Öl aus dem Motor rauslassen. Dann müsst ihr auf der rechten Seite des Motors die Ölleitungen vom Gehäuse lösen. Logischerweise deswegen lassen wir auch das Öl raus, damit das weniger Sauerei wird. Ihr müsst den Vergaser abbauen und später dann noch alle Kabel, so wie hier, die vom Getriebe ausgehen, also vom Gehäuse. Ja, alles lösen. Und ja, wenn jetzt hier den Zylinderkopf lösen, Zylinderkopfdeckel, Entschuldigung. Wenn wir lösen, abbauen, dann sehen wir die Ventile. Es geht uns darum, dass wir die Nockenwellen oder die Nockewelle in diesem Fall sehen. Und wir werden über diese zwei Schrauben, die muss man dann auch lösen, die Zeiteinstellung schauen mit der Nockenwelle, also mit der Ausrichtung des Motors. Da wird jetzt ein bisschen Öl austreten, also bereitet euch irgendwie was vor zum Aufwischen oder habt halt eine Wanne drunter, in meinem Fall jetzt, weil bei mir der Motor schon frei liegt, also ich habe die Halterung oberhalb vom Motor schon los, deswegen sitzt der bei mir auf dem Wagenheber. Ja, jetzt kommt die Scheiße eh schon geronnen. Der wäre schon mal ab. Ihr seht, da ist ein bisschen Öl drin, nichts Wildes. Um was es jetzt geht, ihr habt auf der Nockenwelle zwei Striche, einen hier hinten, gleich hier und einen hier. Ihr müsst schauen, dass diese zwei Striche auf einer horizontalen Linie sind, mit dem T-Indikator, der euch hier oben angezeigt wird. Ich zeige euch das jetzt genauer. Also, was ihr jetzt braucht, ist eine 14er Nuss, idealerweise halt eine längere. Eure Ratsche. Steckt das auf die Kurbelwelle und könnt halt jetzt hier dran drehen. Ihr seht, ihr bewegt jetzt den ganzen Motor. Druckaufbau, genau. So, hier ein T sehen. Dieser T wird sich an dieser Markierung hier orientieren. Wenn ihr hier auf dem T seid, dann müsst ihr euch die Markierung von diesen zwei Strichen hier merken. Ihr seht, die ist nicht ganz horizontal, also vielleicht um einen Zahn verschoben.
Merkt euch diese Einstellung bei euch, das wird wichtig nachher beim Zusammenbau. Jetzt bauen wir hier den Seitendeckel ab. Deswegen war das jetzt so wichtig, dass wir diese Punkte vorher schauen, weil nachher haben wir diese Markierung nicht mehr. Ihr könnt natürlich dann auch jederzeit wieder, wenn der Motor ausgebaut ist, den Seitendeckel drauf machen, also den Lichtmaschinendeckel. So, quick and dirty, oben befestigt. Jetzt haben wir den Motor frei. So, den Motor hätten wir jetzt schon mal draußen. Jetzt brauchen wir noch 3 Tools, um den Motor weiter zu zerlegen. Als allererstes hätten wir den Schlagschrauber. Da geht es nur darum, um diese 3 Schrauben hier zu lösen. Kurz zeigen. Diese 3 Schrauben, ihr setzt den Schlagschrauber drauf, hammert hinten drauf, der macht eine Viertelumdrehung und löst euch die Schrauben. Dann hätten wir noch sowas. Die haben wir jetzt selber gemacht, keine Ahnung wie man das nennt. Im Prinzip geht es darum, dass man hier oben drauf hat 4 so Kanten, braucht ihr auch für die Kupplung. Und dann als letztes hätten wir noch einen Abzieher, ja, auch selbsterklärend, der ist für die Lichtmaschine zum Abziehen. So, wir machen jetzt hier die 4 Schrauben los. Könnt ihr in einem Block ausbauen. Dann diese Scheibe müsst ihr einmal um ein paar Grad drehen, die ist verzahnt. Cooler Trick, falls ihr nicht wisst, wie das wieder zusammengebaut gehört, denkt dran, dass ihr Fotos machen könnt. So, hier haben wir auch schon die Welle, die gerissen ist. Ja, ihr seht, hier ist der Übeltäter. Für alle Kollegen, die Probleme haben mit Gangwechsel,
Das ist so eine Unterlegscheibe. Könnt ihr euch selber machen. Dass einfach ein bisschen mehr Druck auf dem Ganzen ist und dass die Verzahnung nicht rausspringen kann. Cooler Tipp. Also die Schaltstange sollte bei euch normalerweise ganz leicht rauskommen. Also nicht so, ja. Die ist bei mir leicht verbogen, wegen den vielen Stürzen. Mehr sage ich nicht dazu. Könnt ihr auch schön sehen, den Abrieb vom Metall. Ja. Das ist jetzt die Kickwelle, also das Zahnrad von der Kickwelle. Dann 14er Nuss. Dann braucht ihr den Abzieher. Der hat hier so ein Gewinde und unten das Teil, was auf die Achse drückt, zum Abziehen. Teil gelöst. Wow. So. Als nächstes machen wir den Steuerkettenspanner los. Feder. Genau, aufpassen, nichts verlieren. Könnt ihr so rausnehmen. Einfach nur eine Feder. Das wäre der Spanner. Den müsst ihr jetzt hier unten zusammendrücken und dann könnt ihr das reinschieben. Das braucht ihr für später. Ihr müsst es reinschieben. Beim Zusammenbau muss das dann genau so ausschauen und am Ende setzen wir die Feder rein und dann drückt es den raus und der kann dann nicht mehr retour. Und wie vorhin schon erwähnt, werden wir jetzt den Zylinderkopf abbauen. Aber wir werden jetzt hier die Ventile und die Nockenwelle alles nicht demontieren. Das heißt, wir werden dieses Stück in einem abbauen. Deswegen lassen wir auch den Ansaugkanal hier. Ihr müsst jetzt hier diese 4 Schrauben lösen und jeweils hier drin auch noch 2 Imbusschrauben und diese 2 Imbusschrauben. So, hätten wir das Teil mal raus. So, dann haben wir hier noch 2 Imbusschrauben, die bitte lösen. Lange Schrauben.
Am besten nehmt ihr hier so einen Gummihammer. Ganz leicht. Die untere rausziehen, einfach nur zum Schieben. Jetzt habt ihr hier drin noch so einen Ring, den müsst ihr entfernen. Idealerweise über diesen Schlitz hier. Entfernen und dann die Büchse auf dieser Seite, wo ihr den Ring entfernt habt, rausdrücken. Dann müssen wir alle Schrauben vom Gehäuse noch lösen. Um die zwei Motorhälften jetzt voneinander zu trennen, gebt ihr am besten mit dem Gummihammer 2-3 Schläge hier rauf, während ihr ihn hier in der Luft hebt, sodass er sich spalten kann. Und ihr seht auch schon den Spalt. So, wie ihr jetzt gesehen habt, wir haben jetzt den Motor komplett zerlegt. Ihr habt auch gesehen jetzt im letzten Teil, die Kurbelwelle, die steckt manchmal ein bisschen im Gehäuse. Wenn ihr einen Bunsenbrenner habt oder so, könnt ihr das Gehäuse ganz leicht warm machen und dann halt mit einem Gummihammer oder so auf die Kurbelwelle selbst klopfen, damit sie sich löst. Denkt nur an die kleine Schraube beim Neutralsensor, wie ihr auch im Video gesehen habt. Da gibt es eine kleine Imbusschraube, die hält die Schaltwalze, glaube ich, heißt das. Ja, das Getriebe ist jetzt auseinandergebaut. Jetzt bauen wir das Ganze wieder zusammen. Ihr habt jetzt mitbekommen, also Zylinderkopf bleibt ganz, wie schon am Anfang vom Video erklärt. Und die Kurbelwelle, die lassen wir auch in dem anderen Teil vom Gehäuse, aber das wäre prinzipiell das Gleiche, wenn man sie auf der Seite raushauen würde. Für alle Leute, die irgendwelche Fragen haben oder Anmerkungen, bitte in die Kommentare. Wie gesagt, denkt dran, ich bin kein Mechaniker, also wenn einer irgendetwas besser weiß, schreibt es mir in die Kommentare und dann wissen die nächsten Leute, die sich das Video anschauen, auch.